herzlich willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update hier im Oktober. Wir sind bei über 9.700 Abonnenten und es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, dass wir die 10.000 alsbald knacken. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ihr seht, dass hier immer noch das Chaos herrscht, denn ich habe auch heute noch nicht wieder aufgeräumt vom letzten Mal groß. Denn ich möchte heute tatsächlich endlich hier einen großen Schritt nach vorne bringen. Und vor allem den Straßenbereich würde ich hier gerne heute komplett abschließen, bis hier hinten. Und wenn ich es schaffe, auch gerne diesen Bereich hier und vielleicht auch noch hier vorne ein bisschen was optimieren. Innen drin, wir schauen einfach mal, was wir heute schaffen. Aber hauptsächlich, der erste große Schritt für heute ist, dass hier mal die Straße komplett gemacht ist, damit einfach hier eine Lücke geschlossen ist. Und damit kommen wir wieder zum Thema Lücken schließen, was ja auch hier im Oktober Thema sein wird. Auch am Bahnsteig werde ich vielleicht noch ein bisschen was machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es heute in diesem Bereich weiter und wir werden ein bisschen was schaffen. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber es ist oft bei Dingen, die eben nicht so aussehen. Und zwar dieses Muster, um eben so Querstreifen darzustellen, die eben verhindern sollen, dass sich hier jemand hinstellt, während wir dann hier so Parklücken haben, die natürlich auf dem nächsten Tisch dann weitergehen für die anliefernden LKWs etc. Das hier besteht aus sehr, sehr vielen Cheese Slopes. Ihr seht es, wenn ich mal ein bisschen näher rangehe. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, vor allem, weil mir das Ganze dauernd auseinandergeflogen ist. Es ist wirklich hier sehr, sehr ordentlich reingeklemmt. Das geht hier genau rein. Was nicht ganz so klappt, ist hier außen. Deshalb sind hier kleine Lücken. Das sind die hier. Die kaschiere ich hier zum einen eben mit dieser Zeitung, die hier sogar als Müll rumliegt. Und hier habe ich einfach noch eine Mülltonne hingestellt, um da hinten das zu kaschieren. Bringt noch mal ein bisschen mehr Details rein, aber ich finde, es ist eine hübschere und auch, ja, Lego-mäßigere Lösung, als wenn ich da jetzt einfach Aufkleber gemacht hätte, auch wenn es mich jetzt ehrlich sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt angefangen, den Rest hier zu fließen. Das werde ich jetzt hier nochmal komplett rüberziehen, damit wir hier einfach mal in dem Bereich fertig sind. Und dann wird es, glaube ich, schon mal eine ganz andere Wirkung haben, wenn einfach hier mal die Fläche fertig ist. Dann kommen gleich noch ein paar Details dazu. Und dann haben wir schon mal einiges geschafft, zumindest zeittechnisch. Einige Steine und Fliesen und dergleichen später und ein bisschen Grünzeug später sieht das Ganze jetzt hier auf der Straße so aus. Ich bin immer überrascht, wie sehr das Ganze gleich ganz anders wirkt, wenn so ein bisschen Straße fertig ist, wenn man Lücken schließt. Wie gesagt, hier war ja einfach noch die Baseplate bzw. Aufbau und jetzt wirkt das Ganze wirklich gleich schon mal ganz, ganz anders. Ich bin auch froh über diesen Farbfleck, der eben hier diese Markierung macht. Es ist ein bisschen eckig. Also nicht hundertprozentig gerade Linie, aber es geht einfach nicht besser. Und ich denke, dass aus der Entfernung relativiert sich das Ganze und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen weitermachen in diesem Update. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo. Ich werde vielleicht hier noch schnell die Straße hier noch fertig bauen, falls ich dafür genug Steine da habe. Ich habe hier noch einen kleinen Zebrastreifen eingebaut. Das heißt, wir brauchen in absehbarer Zeit hier nochmal Schilder etc. Wir brauchen eh noch einiges an Schildern hier. Aber ich dachte, dass das nochmal ein guter Punkt ist für den Zebrastreifen, damit eben die Leute von hier da rüberkommen, ganz sicher, ohne dass da irgendwas passiert. Und wie gesagt, das ist ja hier abgeschnitten, das ist kein Querschnitt hier, sondern hier wird es ja irgendwann, ich gehe einfach mal ein bisschen zurück, hier wird es irgendwann weitergehen, ihr seht ja wieder das Bauchaos. Und dann wird es hier natürlich auch mit dieser Straße und dem Bahnsteig etc. weitergehen. Momentan geht es einfach darum, dass das hier ein bisschen abgeschlossen ist, dass wir einfach hier Lücken schließen. Und heute sind wir auch wieder in dieser Ecke unterwegs. Ihr seht, dass hier einiges wieder passiert ist, denn die Straße ist gefüllt, wie ihr sehen könnt. Ich habe alles befüllt. Ich habe auch hier vorne die Straße gebaut. Ich habe auch hier den Übergang rüber weiter bearbeitet. Hier ist ein neuer Gehweg mit einem neuen Mitbewohner, mit Hund. Hier, das ist auch noch ein bisschen geschlossen, noch nicht ganz fertig. Mal schauen, ob das heute noch was wird. Und hier ist auch noch ein bisschen was passiert. Ich habe jetzt hier noch Müllcontainer zugestellt, ein paar Kisten. Da ist übrigens das Logo vom noch kommenden Spielwarenladen drin, der noch hier im Bahnhof entstehen wird. Und hier ist noch ein Junge mit dem Skateboard, einfach auch noch ein bisschen Leben hier reinzubringen. Wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehe, seht ihr, dass sich das wirklich jetzt einen Unterschied macht, dadurch, dass einfach mal die Straße hier drin ist. Wenn jetzt natürlich das Bahnhofsgebäude auch noch weiter nach oben wächst, dann wird das hier, glaube ich, eine ganz schöne Ecke, obwohl es eigentlich hier relativ weit hinten ist. Und auch heute ist ein größeres Paket angekommen, endlich mal wieder, mit vor allem vielen Steinen, die ich in naher Zukunft brauchen werde. Der ganze Sack hier ist komplett voll mit 1x4er Plates in verschiedensten Farben, mal relativ günstig, teilweise auch ein bisschen abgenutzt. Und ansonsten sind hier auch sehr viele andere Steine. Hier einmal 6er Plates, 2x2er Plates, sehr, sehr viele Plates einfach in vor allem Dark, Bluish Grey
und hier noch einige Slopes etc. Einfach Steine, die in nächster naher Zukunft verbraucht werden für viele kleine Projekte in der Brickworld. Und das hier ist ein altes Lego Friends Set von 2018. Das habe ich in einem lokalen Spielwarenladen gekauft. Das werden wir in einer der nächsten Folgen ausschlachten, um damit einen kleinen Laden im Bahnhof zu bauen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ausschlachten und Umbau machen wir ja öfters hier in der Brickworld und ich glaube auch dieses Set, es kostete damals, glaube ich, 30 €, war im Laden immer noch vorhanden, hat, glaube ich, 25 € gekostet. Für 2018, das ist eigentlich ein super Preis. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal schauen, was sich daraus machen lässt. Und damit wären wir am Ende für den heutigen Tag. Ich habe jetzt einfach hier oben noch ein bisschen an der Bahnhofsfront weitergebaut. Auf dem Modul bis zur Kante, bis auf die Höhe, sind wieder einige Steine reingeflossen. Damit kommen wir jetzt einfach mal ein bisschen voran, was das Bahnhofsgebäude angeht, zumindest die Außenfront. Wir werden demnächst auch innen weiterbauen, aber ich glaube, das macht jetzt schon mal wieder ein bisschen was her. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Dann seht ihr nochmal, wie es jetzt aussieht. Und hier hinten ist einfach der ganze Boden soweit fertig. Die kleine Lücke machen wir in einem der nächsten Updates, genauso wie wir hier noch die Wand, also die Felswand machen müssen mit dem Tunnel da drin. Aber ich glaube, das hat jetzt heute tatsächlich schon mal einen großen Unterschied gemacht. Und auch, dass jetzt das Gebäude weiter nach oben wächst. Und ich muss einfach sagen, das da hier hat mich so viele Nerven gekostet. Das ist unglaublich. Aber ich finde es immer noch ganz hübsch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt zu der ganzen Sache. LKWs etc. kommen natürlich dann erst dazu, wenn wir den nächsten Tisch haben, weil wir hier nicht genug Platz haben. Aber ich glaube, das bringt dann noch mal ein bisschen mehr Leben rein. Momentan finde ich, dass das hier auch einiges an Leben reinbringt. Wir haben 3 neue Minifiguren, 1, 2 und 3. Und ich würde sagen, jetzt blende ich gleich wieder unten ein. Wir sind irgendwas bei 400 irgendwas. Ich werde es dann gleich nochmal nachschauen. Am Bahnhofsgleis hier, also am Bahnsteig ist selber nichts passiert, aber ich werde vermutlich die Decke noch ein bisschen runtersetzen. Könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, vielleicht 2, 3 Bricks, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Ich glaube, dass das einfach dann besser aussieht. Ansonsten denke ich, dass wir im nächsten Update-Video mal wieder woanders hingehen. Und ich denke, ich gehe mal mit euch ein bisschen hier vor, dann wieder mal hier vor auf den Marktplatz und werden uns vielleicht um das da kümmern. Ich weiß es noch nicht genau, ist noch kein Versprechen. Vielleicht gehen wir auch in den Bahnhof, aber ich denke, dass wir erstmal am Marktplatz weitermachen. Ich habe jetzt einiges von den Steinen da, die ich dafür brauche. Ansonsten, wie gesagt, wir nähern uns den 10.000. Ich plane und wir werden wahrscheinlich in den Untergrund gehen. Dazu könnt ihr mir gerne auch noch ein bisschen was schreiben. Ansonsten schreibt mir gerne auch weiterhin, was ihr noch alles am Bahnhof denkt, was fehlt, was hinzukommt, was ihr toll findet. Und ich gehe jetzt einfach nochmal hier ein bisschen auf die Totale und ihr seht, es geht gut voran, auch wirklich, ich bin zufrieden und wir haben jetzt tatsächlich 3 Folgen, glaube ich, hintereinander in dieser Woche am Bahnhof gearbeitet, wie ich es angekündigt hatte und es ist einiges passiert, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen hier heute in der Brickworld-Folge, ich weiß es gar nicht, 224 oder sowas in der Richtung. Und ansonsten sage ich nur noch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue, vielen Dank für die tolle Unterstützung und dann sehen wir uns das nächste Mal hier in der Brickworld zu einem neuen Update. Ich bin gespannt, was dann passieren wird und ansonsten sage ich nur noch Tschüss.